Guten Tag, mein Name ist Walter Schnell und heute machen wir einen echten Klassiker, nämlich Import. Das, was vor 25 Jahren noch Cold geheißen hat. Computer Output an Laserdisc. Und neulich ist mir eingefallen, das könnte man doch auch mit Power Automate und mit dem Konnektor zu einem Dokumentenmanagementsystem machen. Das machen wir jetzt. Beginnen wir mit der Situation, wie so ein Import klassischerweise aussieht. Wir haben irgendeinen File, in dem Metadaten definiert sind, plus ein Hinweis auf den Filenamen. Und ich habe das jetzt so organisiert, wie auch immer. Es gibt ein Verzeichnis Import, in dem gibt es dieses File, schauen wir da rein. Das hat Spalten mit einer Spaltenüberschrift. Das wird dann letzten Endes in ein Feld reingehen. Jede Zeile ist ein Dokument. In jeder Zeile gibt es eine Spalte mit der Überschrift File. Da steht ein Filename drin. Und wenn wir uns das anschauen im OneDrive, hier sind wir im OneDrive for Business, dann gibt es hier drunter ein Verzeichnis Documents und da drinnen die Files, die wir jetzt für die Demo brauchen werden. 3 Files. Was wir jetzt hier machen, ist wirklich nur so eine Gedankenanregung. Das ist wirklich ein Prototyp aus der Werkstatt. Ja, wir gehen in das Handling von den Flows nach Power Automate. Dort drin habe ich einen Flow, der heißt Import XLSX. Und wenn ich mir den anschaue im Edit Mode, wir gehen da jetzt nicht tiefer drauf ein, sind ungefähr 25 Schritte, dann habe ich hier von hier aus schon die Möglichkeit, einen Test zu fahren. Auf Test. Kurz danach, der macht zack, 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 grüne Häkchen an die einzelnen Schritte und wir sind fertig und können in DocuWare nachschauen, was angekommen ist. Was wir haben, ist jetzt 3 neue Dokumente, die den Status cool haben und die jetzt frisch angekommen sind. Als Indexeinträge haben wir jetzt die Felder, die wir angegeben haben, plus noch ein paar Festfelder, plus den Dokumentennamen aus der Spalte File. Mit dem Mechanismus könnten wir schon eine ganze Menge erledigt kriegen, kleinere Datenübernahmen, irgendwelche Tabellen füllen, die wir als Hilfstabellen brauchen, vielleicht irgendwas, wo man sagen wir zigtausend Dokumente, aber keine Millionen Dokumente über ein paar Stunden importiert, also kleinere Systeme aufbauen, Testsysteme aufbauen. Dafür wäre eigentlich dieser Prototyp schon geeignet. Schauen wir uns an, was könnten wir dann noch machen oder sollten wir dann noch machen, wenn wir darüber hinausgehen. Na, was ist da sozusagen bekannte Technik, die wir für ein Importmodul brauchen und die kommerziellen Anbieter einfach alle anbieten? Files umbenennen nach dem Import oder ein File wegmoven nach dem Import. Weitermachen nach Fehler, da gibt es 2 Strategien. Entweder sofort aufhören beim ersten Fehler und sagen, alles was danach kommt ist womöglicherweise Schrott, oder aber möglichst durcharbeiten und nur die fehlerhaften Files wegschreiben. Ich persönlich bevorzuge die zweite Strategie, weil wenn etwas über Nacht läuft, dann ist man froh, wenn man nur eine gewisse Anzahl von Files dann nacharbeiten muss und das meiste schon gelaufen ist. Fehlerfile wegschreiben dazu. Man könnte eine Verzeichnisüberwachung machen, das heißt einfach mehrere Import-Files auf die Weise in ein Verzeichnis tun. Der Import überwacht das Verzeichnis und schreibt alles weg. Wie kann ich das Zielarchiv bestimmen? Jetzt haben wir es gemacht, indem wir das in ein INI-File geschrieben haben. Aber man kann es natürlich auch aus dem Filenamen herleiten oder aus den Feldnamen, die jetzt in dem Import-File drinnen stehen, wenn man die Struktur von mehreren Archiven über die Feldnamen schon kennt. Man kann diverse Import-File-Formate unterstützen. Klar, XML, Comma-Separated Values, aus irgendwelchen Datenbanken, Datenbankformate, verschiedene Excel-File-Formate aus den verschiedenen Generationen. Insert or Update.
Man kann Suchfelder bestimmen und kann sagen, wenn das Set von Suchfeldern schon da ist, dann soll das nicht ein neues Dokument werden, sondern dann ist ein Update zu einem existierenden Dokument, also eine Insert- oder Update-Strategie fahren. So, jetzt wird es spannender, nämlich neuere Technik. Schon was Neueres ist, wenn man eine Validierung einbaut. Und ich habe das Validierungsmodul hier jetzt in das Power Automate auch eingebaut, sodass es zur Verfügung steht. Das heißt, Felder validieren nach gewissen Geschäftsregeln. Felder auch gegeneinander validieren. Nettobetrag plus Steuern soll gleich Bruttobetrag sein, etc. etc. Verschiedene Transformationen. Das kann sein, dass man Felder selbst in sich transformiert, also einzelne Felder, oder dass es eine Kombination von Feldern gibt, die irgendwie zu einer Transformation führen. XML-Input kann ziemlich komplett transformiert werden zu einem anderen XML, also da kann man sich Verschiedenes einfallen lassen. Metadaten aus dem Dokumentheader nehmen, interessante Geschichte und eigentlich immer stiefmütterlich behandelt. Word und PDF und JPEG, verschiedene Fotofiles haben im Header in dem eigentlichen Dokumentenfile drinnen nochmal Metadaten. Und die kann man natürlich auch wieder rauskratzen und vernünftig verwenden und auch als gut sichtbare Felder in ein Dokumentenmanagementsystem reintun. Inhalte von Fotos erkennen, ganz neu. Das Power Automate bietet also mit künstlicher Intelligenzunterstützung, mit so einem Modul, was Microsoft anbietet, die Möglichkeit, dass Sie dem ein Foto anbieten und der erkennt, was drauf ist, beschreibt es textuell. Das kann man hernehmen und das wieder in ein Feld reinschreiben, was wieder gut sichtbar und volltextsuchbar im Dokumentenmanagementsystem drinnen ist. Felder übersetzen brauchen wir an manchen Stellen. Irgendeine Beschreibung kommt in Deutsch rein. Sie brauchen aber, weil Sie eben englisches Publikum haben oder internationales Publikum haben, eine englische Übersetzung, nehmen ein zweites Feld, lassen das automatisch übersetzen und setzen das in das zweite Feld rein. Ganze Dokumente übersetzen. OCR, zonale OCR, das sind Sachen, die man jetzt hier flexibel und wie ein Baukasten eben dazu nehmen kann in den Import-Workflow. Und das ist eigentlich der Witz von dem, was ich Ihnen hier jetzt zeige, nämlich, dass das ein Baukasten ist und mit dem können Sie Dinge machen für Projekte, die erheblich mehr Automatisierung bringen und dadurch erheblich mehr Zeit sparen, als wenn Sie ein konventionelles Importmodul verwenden. Also alles in allem, Power Automate und der Connector zusammen ergibt mir ein Toolkit, mit dem ich einen Import bauen kann, der erweiterbar ist und der für gewisse Business Cases extrem nützlich sein kann. Das wäre es dann auch schon wieder. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bitte bleiben Sie gesund.